Servus zusammen zu diesem kleinen Kings of War Ambush Demospiel. Ich möchte euch hier beim Aufeinandertreffen dieser beiden kleinen Streitmächte ein bisschen die Regeln von Kings of War näher bringen. Dazu sehen wir uns die verschiedenen Phasen an, die in einem Spielzug stattfinden, und das Ganze eben in Form so eines kleinen Battle Reports. Dazu haben wir auf der linken Seite heute die Ogre und rechts bereits aufgebaut die Northern Alliance. Die beiden Armeen werden wir uns gleich in einem Moment dann ansehen, was wir hier eben mitgebracht haben. Vorneweg für alle, die sich dann nicht so auskennen oder auch für die, die es wissen, was ich hier aufgebaut habe, ist ein Ambush-Spiel. Das sind grundsätzlich kleinere Kings of War Spiele bis 1000 Punkte bzw. 995 Punkte. Wir haben hier in diesem Fall 400 Punkte ungefähr pro Seite. Also könnt ihr euch so ein bisschen darauf einstellen, wie groß das dann werden könnte, wenn man in die Richtung 2000 oder 2300 Punkte in späterer Folge dann weiter aufbauen möchte. Dementsprechend ist auch das Spielfeld mit 3x3 Fuß dementsprechend auch kleiner. Und wie man eben auch schon sieht, wir haben hier ein Rank and File Tabletop Spielsystem, aber da ihr auf das Video geklickt habt, werdet ihr das ohnehin wahrscheinlich bereits wissen. Aber ich hätte gesagt, wir schauen uns mal die Armeen an. Ich starte hier mal mit den Ogern. Das ist die letzte Armee, die ich angefangen habe zu bemalen. Und wir haben hier als erstes ein Ogerregiment mit dementsprechend Nahkampfwaffe und Schild. Und hier in der Mitte des Spielfeldes bereits aufgestellt hinten noch ein zweites Regiment Oger und davor zwei Einheiten Goblins bzw. Regimenter Goblins. Einmal auf links die Rebels mit Nahkampfwaffe und Schild und rechts eine Einheit Bogenschützen. Wie ihr schon sehen könnt, bei den Ogern habt ihr eben auch die Auswahl, andere Einheiten wie Goblins zum Beispiel mitnehmen zu können. Und bei den Northern Alliance haben wir bei der Aufstellung hier hinter dem Wald eine Einheit Ice Naiads, daneben eine Einheit Backhunters, auch beide jeweils als Regimentsgröße aufgebaut. Die Backhunters eben mit Javelins für ein bisschen Beschuss. Und hier noch eine Einheit Eistrolle. Noch kurz zum Spielfeld. Wir haben hier ein paar Wälder, diese können ganz normal betreten werden, kann man aber nicht hindurchsehen. Also blockieren quasi die Sicht der Einheiten dahinter, sind ansonsten schweres Gelände, das heißt, man kann dort nicht hindurch marschieren. Marschieren bedeutet quasi doppelte Bewegung, das sehen wir dann aber noch wahrscheinlich im Spiel. Dann haben wir hier ein paar weitere so Steinformationen, das ist blockierendes Gelände, da kann man sich eben nicht durch oder drüber bewegen, sondern muss daran vorbeigehen. Dann haben wir links oben einen Hügel, dieser kann von allen Seiten betreten werden, auch wenn das Gelände hier jetzt erstmal nicht so aussieht, aber man kann hier drauf gehen, wenn man das möchte. Und dann eben noch ein Gebäude, das ebenfalls sichtblockierend ist, beziehungsweise generell blockierend ist, das kann man auch nicht betreten. Was hier bei Kings of War noch zu sagen ist, was ich persönlich auch interessant finde bei diesem System, ihr habt eine Höhenangabe, sowohl eure verschiedenen Einheiten haben in ihrem Profil jeweils eine Höhenangabe, als auch jedes Geländestück. Im Falle der Northern Alliance zum Beispiel sind die Ice Naiaden und die Backhunters ganz normale menschliche Infanterie von der Größe her. Die haben dementsprechend eine Höhe von 2. Und die Schneetrolle sind ein bisschen größer, dementsprechend haben diese eine Höhe von 3 zum Beispiel in diesem Fall. Und gleich verhält es sich natürlich dann auch bei den Ogern und den Goblins.
Die Goblins haben ebenfalls eine Höhe von 2 und die Krieger, also Ogre-Krieger, eine Höhe von 3. Und diese Höhenangaben sind deswegen interessant, weil man diese eben für die Bestimmung von Sichtlinien auch verwendet. Zum Beispiel unsere Ogre-Krieger, die hinter den Goblins stehen, können über diese drüber sehen, weil sie ganz einfach größer sind und dementsprechend im Profil einen höheren Wert bei der Höhe angegeben haben. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das gleiche haben wir auch bei den Geländestücken. Also unser Hügel zum Beispiel hat eine Höhe von 3, so wie die Oger und auch die Trolle haben. Im Fall von unserem Hügel mit Höhe 3 würde das bedeuten, man kann hier mit unseren Einheiten, die wir aktuell hier dabei haben, nicht über den Hügel drüber schauen, wenn man dahinter steht, und kann dementsprechend auch nicht gesehen werden. Ganz egal, ob jetzt das die Oger betrifft oder die Goblins zum Beispiel oder auch die Eisnajaden, da diese entweder die gleiche Höhe mit Höhe 3 haben wie der Hügel oder eben eine niedrigere Höhe, und somit wird zum Beispiel auch Sichtlinie bestimmt. Gleiches haben wir natürlich auch zum Beispiel, wo es bei uns noch interessant ist, bei den beiden Wäldern und dem Gebäude. Diese haben eine Höhe von 6, also können hier erst Einheiten, die eine Höhe von mindestens 7 hätten, über diese Gebäude hin drüber sehen. Somit wird auch ein bisschen dieses ganze Größenthema mit eingebunden in den Bereich, was kann ich sehen auf dem Spielfeld, in Bezug auch auf die Einbeziehung des Geländes und der Einheiten. Grundsätzlich gibt es hier auch eine Angabe, wie man diese Höhe bestimmt. Am einfachsten aber würde ich einfach mal sagen, wenn ihr euch das vorhin vor dem Spiel eben ausmacht mit eurem Gegenspieler, damit ihr hier auf der gleichen Seite seid und alle wissen, welche Höhen die einzelnen Geländestücke haben. Standardmäßig kann man so sagen, eben Wälder werden mit Höhe 6 oft angegeben und Hügel oder ähnliches mit Höhe 3, was auch ungefähr dann hinkommt auf das, was die Höhe tatsächlich wäre der Geländestücke. Und daher passt das ganz gut und habe auch ich diese Angaben hier verwendet. Wir werden hier gleich mit der ersten Runde starten. Ich möchte euch nur kurz noch einen Überblick mal geben, wie so eine Armeeliste aussieht. Wir haben hier eben die Northern Alliance Liste, 415 Punkte, die einzelnen Einheiten und hier eben die Profilangaben. SP steht für Speed, also wie viele Zoll sich die Einheit bewegen kann. ME Melee, also Nahkampf. Diese Einheit braucht 4+, um zu treffen. RA ist Range, da ist ein Strich, weil diese Einheit Eisnajads zum Beispiel eben gar keine Schusswaffen hat. Defense ist 4+, das ist das, was der Gegner braucht, um sie zu verwunden. Unit Strength US ist dann relevant für Missionsziele. ATT steht für Attacks, gibt die Anzahl der Würfel an, die man wirft, wenn diese Einheit attackiert. NE mit 13/15 ist der Nerf-Wert, der bestimmt, ob die Einheit dann eben vernichtet ist oder eben anderweitig betroffen wird, beziehungsweise komplett im Spiel normal agieren kann. Height hatten wir schon mit 2, das ist eben die Höhe, und hinten zum Schluss noch die Punktewerte. Und das Ganze hier dann noch mit den Special Rules abgeschlossen, die uns jetzt aber im Detail nicht interessieren. Die schauen wir uns dann an, wenn sie im Spiel relevant werden. Denn wie gesagt, hier geht es mal im Großen und Ganzen um den Ablauf, wie eben so ein Kings of War Spiel funktioniert. Dann hätte ich gesagt, starten wir mal mit der ersten Runde, mit dem ersten Zug der Northern Alliance. Was als allererstes passiert, da unser Spiel gerade mal jetzt anfängt, ist die Bewegungsphase der Northern Alliance. In dieser bewegt sich jede Einheit, die wir bewegen möchten. Im Falle der Schneetrolle hier, die haben eine Bewegung von 6. Die können sich jetzt eben bis zu 6 Zoll weit bewegen oder auch in einer geraden Linie
bis zu 12 Zoll marschieren, können sich dann aber nicht mehr drehen. Im Falle, dass sie sich normal bewegen, also nur die maximal 6 Zoll, haben sie auch noch die Möglichkeit, sich einmal bis 90 Grad zu drehen. Ich hätte aber gesagt, wir wollen hier mal ein bisschen weiter nach vorne, also bewegen wir sie mal ein Stück hier nach vorne gerade und lassen sie hier stehen. Auf die gleiche Art und Weise verfahren wir jetzt mit dem Rest unserer Einheiten. Ich werde es euch hier in diesem Zug jetzt einmal zeigen und dann, wenn es eben relevant ist. In diesem Fall die Backhunters haben eine Bewegung von 5, können sich also entweder bis zu 5 Zoll bewegen und einmal drehen oder eben auch bis zu 10 Zoll in einer geraden Linie. Da wir aktuell keine Reichweite noch besitzen mit unseren Javelins, hätte ich auch gesagt, wir bewegen uns hier mal die vollständigen 10 Zoll nach vorne in einer geraden Linie und stehen dann eben hier ein ganzes Stück weiter in Richtung der Mitte. Und bei den Ice Naiads, die werden wir hier jetzt ins Gelände reinbewegen. Dafür nehmen wir die Wälder raus, weil das einfach einfacher ist. Diese haben ebenfalls eine Bewegung von 5. Das heißt, wir können uns hier bis hier maximal nach vorne bewegen und dann noch bis 90 Grad in eine Richtung drehen, wenn wir das möchten. Wir richten sie hier jetzt einmal ein bisschen aus. Zu achten ist hier nur darauf, dass ihr euch um den Mittelpunkt der Einheit bewegt. Damit ist die Bewegung auch schon abgeschlossen. Unsere beiden Infanterieeinheiten haben sich bewegt und auch die Trolle hier weiter nach vorne mit eben unterschiedlichen Arten, wie ihr euch bewegen könnt. Habt ihr hier jetzt ein bisschen gesehen. Wenn es dann natürlich irgendwelche Fragen gibt, dann gerne in die Kommentare schreiben, damit ich oder sonst irgendjemand darauf eingehen kann. Hier jetzt nun mal ein Überblick, wie das Spielfeld nach der Bewegung der Northern Alliance aussieht, wie die Einheiten stehen und damit, wie gesagt, ist die Bewegungsphase der Northern Alliance beendet. Wie wird es jetzt weitergehen? Das nächste wäre nun die Schussphase. In dieser hätte man die Möglichkeit, sämtliche Schusswaffen abzufeuern. In unserem Fall bei der Northern Alliance hätten wir die Javelins bei den Backhuntern. Diese haben eine Reichweite von 12 Zoll, das können wir ausmessen. Wie wir hier sehen, das geht sich nicht aus. Wir haben also mit 12 Zoll Reichweite keine Zieleinheit, auf die wir schießen können. Außerdem haben wir uns doppelt bewegt, also marschiert. Das heißt, wir können in diesem Fall sowieso keine Schusswaffen abfeuern, weil wir den kompletten Zug eigentlich die ganze Bewegung damit verbraucht haben, uns darauf zu konzentrieren, eben uns so schnell wie möglich nach vorne zu bewegen, also keine Möglichkeit mehr zu schießen. Aber haben wir auch deswegen gemacht, weil wir gerade ja gesehen haben, wir hätten mit der normalen Bewegung von 5 ohnehin auch niemanden in Reichweite gehabt. Ebenfalls in dieser Schussphase würde Magie zum Einsatz kommen in jeglicher Form. Das haben wir hier jetzt in diesem Spiel nicht dabei, würde aber auf die gleiche Art und Weise funktionieren, wie das auch bei der Schussphase dann funktioniert, sehen wir dann später, wenn es soweit ist. Interessant vielleicht noch beim Messen, ihr könnt jederzeit im Spiel eure Entfernungen abmessen, um zu sehen, wie weit ihr weg seid vom Gegner oder eben auch der Gegner kann messen, um dann zu sehen, wo ihr steht, wenn ihr eure Bewegung beendet habt, um bereits anzufangen, sich Gedanken zu machen, zum Beispiel, wie er sich in seinem Zug dann verhalten möchte. Er kann natürlich auch zu jedem anderen Zeitpunkt messen, auch bevor ihr euch zum Beispiel bewegt habt. Auch das wäre möglich. Und dann als nächstes, nach der Beschussphase, würde die Nahkampfphase drankommen. Dort würden alle Einheiten kämpfen, die aktuell im Nahkampf gebunden sind. Haben wir natürlich hier jetzt am Anfang des Spiels auch noch nicht. Also ist auch das für uns aktuell noch nicht relevant. Damit endet auch schon der erste Zug der Northern Alliance und wir können weitergehen zum ersten Zug der Ogre.
Dann kommen wir zum ersten Zug der Oger. Auch hier startet natürlich wieder alles mit der Bewegungsphase, also gleicher Ablauf. Wir können jetzt all unsere Einheiten bewegen und dabei werden wir jetzt mal die Rebels nach vorne bewegen, also diese normale Nahkampf-Goblin-Einheit, die haben eine Bewegung von 5 Zoll, können sich also bis hierhin bewegen und wenn sie das möchten, hier können wir sie noch ein Stück drehen und auch die Oger können wir jetzt ebenfalls bewegen. Ich werde diese aber nur ein bisschen zur Seite schieben lassen, weil ich sie aktuell weiter vorne noch nicht gebrauchen kann. Die haben eine Bewegung von 6 Zoll, können sich also bis zu 3 Zoll, wenn sie das möchten, zur Seite bewegen. Ich habe sie da in diesem Fall einfach ein bisschen schlecht aufgestellt. Daher mache ich das so, weil ich eben auch hier jetzt Folgendes gesehen habe. Dazu gleich mehr auf dieser Seite. Kurz noch zu den Ogern hier, die hier auf dieser Seite bei den Schneetrollen stehen. Die habe ich nur ein paar Zoll nach vorne geschoben, damit sie außerhalb der Angriffsreichweite der Oger sind. Somit können sie von den Ogern nicht attackiert werden. Ich gebe da mal die Wälder weg auf dieser Seite und dann werde ich euch das Ganze zeigen. Wir haben hier unsere Oger. Beide Einheiten haben eine Bewegung von 6 Zoll, könnten also dann auch, das bedeutet, man kann sich bis zu 6 Zoll, wie schon gesagt, bewegen, hat aber in der Angriffsphase für den Nahkampf die Möglichkeit, beziehungsweise in der Bewegungsphase Angriffsbewegungen durchzuführen, um in den Nahkampf zu kommen. Und diese sind gleich wie das Marschieren doppelte Bewegung für unsere beiden Einheiten hier. Würde das bedeuten 12 Zoll. Und jetzt konnten wir das vorher natürlich messen mit den Ogern und haben gesehen, okay, die Trolle kommen mit 12 Zoll bis hier, bis zu diesem Punkt her. Also haben wir uns nur ein Stück nach vorne bewegt mit unserem Ogerregiment und ein bisschen eingedreht, um hier außerhalb der Angriffsreichweite zu bleiben der Trolle. Aber falls sich die Trolle ein Stück weiter nach vorne bewegen sollten, haben wir unsererseits die Möglichkeit, mit den Ogern anzugreifen. Einen interessanten Punkt haben wir hier mit den Spittern, also den Bogenschützen der Goblins, denn diese haben mit ihren Bögen eine höhere Reichweite, eben 24 Zoll, und beim Ausmessen haben wir hier gesehen, wir sind hier bereits in Reichweite, das sind 15 Zoll ungefähr, nicht ganz 15 Zoll, bis zu den Backhuntern. Also werden die Bogenschützen hier stehen bleiben und sich in der Bewegungsphase nicht bewegen, denn wenn ihr euch bewegen solltet mit einer Einheit, es sei denn, sie hat eine Regel, die das unterbindet, hat man immer einen Malus von -1 beim Schießen, also trifft um ein Ergebnis schlechter. Um eben diesen Nachteil nicht zu haben, sind die Bogenschützen hier jetzt stehen geblieben. Und damit haben wir auch bereits alle unsere Einheiten soweit bewegt. Bewegungsphase ist vorbei und wir kommen wieder in die Schussphase. In der Schussphase jetzt haben wir eben, wie wir gesehen haben, etwas zum Schießen. Noch kurz angemerkt, wir könnten hier auch Magie einsetzen, was wir aber nicht dabei haben hier im Spiel. Auch das wäre hier jetzt möglich. Aber ansonsten eben kommen wir mal zum ganz normalen Beispiel, wie dieser Beschuss nun abläuft. Als erstes wählen wir natürlich unsere Einheit aus, mit der wir schießen wollen. Das sind in diesem Fall nur die Bogenschützen. Bei den Goblins mehr haben wir nicht. Wir messen dann die Reichweite aus, wie weit die Einheit schießen kann mit 24 Zoll. Das ist doch eine ganze schöne Reichweite bei diesem kleinen Spielfeld, vor allem auch auf 24 Zoll würden wir tatsächlich alle Einheiten treffen können. Wenn man Sichtlinien ausmisst, dann wird hier in der Mitte des Multibase oder der Einheit ganz vorne ein Punkt angenommen, von dem aus Sichtlinien gemessen werden. Und wenn wir hier jetzt uns die Sichtlinie ansehen von den
von der Mitte des Base in diese Richtung, Richtung der Trolle, dann können wir hier bei der Base nicht vorbeisehen, sondern wir würden über die Goblins drüber sehen und können die Trolle daher nur aus dem Blickwinkel betrachten bzw. sehen, weil die Trolle eben eine Höhe von 3 haben und die Goblins nur eine Höhe von 2. Daher ist es möglich, hier diese Einheit sehen zu können und wir könnten theoretisch alle Einheiten beschießen. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, Schneetrolle haben einen Defense-Wert von 5 plus, werden dementsprechend schlechter verwundet, wohingegen die Backhunter bereits auf die 3 plus verwundet werden. Dazu kommt noch, wenn wir hier über eine unserer Einheiten oder generell auch über eine Einheit drüber schießen, wie in diesem Fall, würden wir ebenfalls um 1 schlechter treffen. Bei den Backhuntern haben wir eine freie Sichtlinie und auch zu den Eisenherz hier hinten hätten wir grundsätzlich eine Reichweite von 24 Zoll, das wird sich ausgehen, aber auch hier ist es so, dass man einen Abzug bekommt von -1 beim Treffen, wenn man eben auf eine Einheit schießt, die in einem Wald steht. Daher das beste Ziel ist in diesem Fall die Backhunter-Einheit, die wir als Ziel auswählen, sobald man eben weiß, welche Einheiten man in Reichweite hätte und sehen kann, wählt man sein Ziel aus. In diesem Fall nehmen wir eben die Backhunter. Führt man jetzt eine Schussattacke durch, muss man natürlich auch erstmal mit der Waffe treffen. Das findet auf diese Art und Weise statt, indem man eben sich anschaut, wie viele Attacken die schießende Einheit, in dem Fall die Goblin-Bogenschützen haben in ihrem Profil. Das wären 10 Attacken. Also nimmt man die dementsprechende Anzahl an Würfel. 6-seitige Würfel, klarerweise habe ich noch nicht dazu gesagt, aber Kings of War wird mit 6-seitigen Würfeln gespielt und sieht sich dann erstmal den RE-Wert im Profil an, also den Range-Wert der schießenden Einheit. Dieser ist hier 5 plus. Bedeutet, diese Goblin-Einheit trifft ihr Ziel auf jede 5 oder 6. Jetzt würden noch eventuelle Modifikatoren dazukommen, zum Beispiel wenn wir hier auf die Trolle geschossen hätten, wäre der Modifikator um 1 schlechter gewesen und wir hätten nur mehr auf die 6 getroffen, beziehungsweise wäre eben dann der Würfelwurf später modifiziert worden, so wäre aus einem 5er eine 6 geworden und hätte dann nicht mehr getroffen. Oder eben das gleiche bei den Eisnerjards, die würden wir auf die 5 ebenfalls treffen, aber aufgrund dessen, dass diese eben im Wald stehen, erst auf eine 6. Daher unser Ziel waren, wie gesagt, die Backhunters. Diese stehen im Offenen. Wir haben also keinen Abzug auf unseren Trefferwurf und treffen ganz normal auf den Wert in unserem Profil. Jetzt wird die Anzahl der Würfel geworfen und jede 5 oder höher verursacht einen Treffer. Das sind in unserem Fall mit 10 Schuss 2 Treffer gewesen. Und natürlich müssen wir, oder beziehungsweise als nächstes müssen wir mit diesen beiden Treffern auch erstmal eine Wunde verursachen. Dafür wird jetzt der Defense-Wert der Zieleinheit hergenommen, also schaut man hier in die Profile der Northern Alliance, in dem Fall der Packhunter als Einheit, auf die geschossen wurde, schaut sich den Defense-Wert an und stellt fest, diese haben einen Defense-Wert von 3 plus, also beim Verwunden ebenfalls wieder das gleiche wie beim Treffen. Dieser Wert im Profil 3 plus, 3 oder höher, ist das, was wir jetzt brauchen, um eine Wunde zu verursachen. Und wo ich hier jetzt auch schon ins Profil unserer Backhunter-Einheit reinschaue, fällt mir auch gleich der erste Fehler auf. Mancher wird es wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben haben, denn die Backhunters haben eine Sonderregel, diese nennt sich Stealthy, was bedeuten würde, jede Einheit, die auf die Backhunters schießt, würde automatisch einen -1 Modifikator beim Treffen bekommen. Also hätten wir tatsächlich
die Pack Hunter hier nur auf eine 6 getroffen. Wir können das Ganze jetzt auch ausbessern, da wir hier die beiden Ergebnisse noch liegen haben und sagen, okay, der Fünfer hat leider doch nicht getroffen, wir haben nur einen Treffer verursacht aufgrund von Stealthy. Das kann man sich ja im Regelfall auch im Spiel dann noch ausmachen, wenn man da früh genug, so wie wir jetzt draufkommt, und das dementsprechend dann korrigieren. Aber wie gesagt, dann haben wir jetzt in diesem Fall nur einen Treffer statt 2 und müssen nun auf die 3 plus unserer Zieleinheit verwunden. Hier eine 6. Unser Treffer ist auch durchgegangen, hat bei den Backhuntern eine Wunde verursacht. Dafür verwende ich hier immer diese Würfel, um diese Wunde anzuzeigen bei der jeweiligen Einheit und lege diese dann hinten jeweils zu den Einheiten dazu. So mache ich zum Beispiel. Gibt es auch andere Möglichkeiten. Man hat hier natürlich ganz einfach nicht die Möglichkeit bei Kings of War, wenn man, so wie in den meisten Fällen eben Multibasen verwendet werden, hier einzelne Modelle wegzunehmen. Daher wird es ganz gut immer mit Würfeln oder auch einem Schadenszähler oder irgendetwas Ähnlichem gemacht. Und genau so auf diese Art und Weise funktioniert jetzt die Schussphase für jede Einheit, die schießen könnte. Was natürlich in unserem Fall nur die Bogenschützen waren, also sind wir mit der Schussphase de facto schon wieder vorbei. Ich rede hier jetzt schon viel zu viel herum, was diese Schussphase betrifft, also lasst uns diese beenden. Am Ende, sobald alle Einheiten geschossen haben, der jeweiligen Armee, die gerade am Zug ist, der jeweiligen Seite, werden Nerf-Tests durchgeführt. Könnt ihr euch so vorstellen, das ist sowas wie der Moralwert-Test von anderen Spielen, um hier dann festzustellen, was mit der Einheit, die Schaden erlitten hat, passiert. Es kann, wenn diese noch nicht so viel Schaden erlitten hat, vorkommen, dass eben die Einheit ganz normal weiter im Spiel operieren kann. Sie kann gewavert werden, was heißt, die Einheit kann nicht so stark, nicht so gut agieren, sondern ist eingeschränkt mit dem, was sie machen kann. Oder wenn man eben ein sehr hohes Ergebnis erzielt bei diesem Nerf-Test, kann es auch sein, dass die Einheit zerstört wird. In unserem Fall bedeutet das Folgendes: Der Goblin-Spieler bzw. Ogre-Spieler geht nun hier, nimmt 2 W6, würfelt diese, eine 8, addiert den aktuellen Schaden der Einheit dazu, der wäre 1, wäre also eine 9, und vergleicht das mit den beiden Nerfwerten 13 und 15 der Zieleinheit der Pack Hunters. Da wir hier unter beiden Werten sind, passiert nichts und die Pack Hunters sind ganz normal weiter im Spiel. Würde eine 13 gewürfelt werden, wäre die Einheit eben gewavert und könnte nicht mehr so stark operieren. Und wenn der 15er insgesamt als Ergebnis hier herausgekommen wäre, wäre die Einheit zerstört gewesen und vom Spielfeld nun entfernt worden. Und dieser Nerf-Test passiert dann eben am Ende der Schussphase für jede Einheit, die Schaden in dieser aktuellen Schussphase erlitten hat. Also eine andere Einheit, die bereits in einer vorangegangenen Runde Schaden durch Beschuss erlitten hat, muss hier nicht testen, sondern nur diese Einheiten, die Schaden bekommen haben. Hier auch ganz wichtig, weil es mir gerade auffällt, ich habe jetzt, falls es noch nicht so ganz rausgekommen ist, immer für die jeweilige Seite gewürfelt, in dem Fall bisher nur für die Ogre, die gerade aktiv sind. Das heißt, auch diesen Nerf-Test hier, den wir gerade gemacht haben, hat in dem Fall als Beispiel der Ogre-Spieler durchgeführt und eben nicht der Northern Alliance-Spieler, sondern es würfelt immer nur die Seite, die gerade aktiv am Zug ist. Das macht Kings of War als Spielsystem auch wesentlich schneller, weil man nicht schauen muss, okay, was muss ich jetzt würfeln oder wer ist gerade am Würfeln dran oder nicht, sondern immer nur der Spieler, der gerade aktiv seine Runde hat, seinen Zug hat, dieser Spieler führt sämtliche Würfelwürfe durch. Und mit dieser Aussage sind wir jetzt auch schon am Ende des ersten Zuges der Ogre und damit auch der ersten Runde, und wir starten gleich mit Runde Nummer 2.
Nochmal schnell einen kurzen Überblick, wie das Spielfeld jetzt nach Runde 1 ausschaut. Beide Einheiten haben sich ein bisschen nach vorne bewegt und die Backhunter-Einheit hinter dem Gebäude hat einen Punkt Schaden erlitten. Der einzige Schaden, den wir hier bisher im Spiel haben. Zug Nummer 2, Northern Alliance. Wir starten hier wieder mit den Trollen. Wie wir vorhin schon gesehen haben, sind wir hier, oder wir wissen, dass wir außerhalb der Reichweite der Ogre sind. Wir können es nochmal nachmessen, hier vom nähersten Punkt der Einheit unserer Trolle zur Zieleinheit, im Endeffekt zum nähersten Punkt. Wir sehen, wir sind hier überall außer Reichweite, können nicht angreifen. Dasselbe stellt sich hier auch heraus bei den Goblins, also keine Möglichkeit, dass wir hier angreifen können in dieser Runde. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, entweder wir bleiben stehen oder, und das werden wir machen, wir werden uns hier einfach ein kleines Stück nach vorne bewegen, um uns für beide Einheiten in Nahkampf zu begeben, um möglicherweise in der nächsten Runde angreifen zu können oder wenn uns die Ogre angreifen sollten, diesen Angriff einfach abzuschmettern, weil eben die Trolle eine Defense von 5 haben, also doch nicht ganz so einfach verwundet werden und noch dazu Regeneration haben, also Regeneration, in diesem Fall Regeneration 5 Plus. Das bedeutet, wenn diese Einheit aktiviert wird für eine Bewegung und Schaden hat auf ihrer Einheit, dann darf sie die Anzahl an Würfel werfen, die dem aktuellen Schadenswert entspricht, und für jede 5 Plus regeneriert sie einen Schadenspunkt. Und genau aus diesem Grund haben wir uns hier nach vorne bewegt, um eben diesen Schaden, falls wir welchen bekommen, zu denken, wir werden mit Defense 5 Plus eben den Angriff überstehen und mit Regeneration 5 Plus können wir dann in unserer Aktivierung in der dritten Runde Schaden wieder regenerieren. Deswegen doch eine gute Option, sich hier nach vorne zu bewegen. Und mit dieser Überlegung in Bezug auf die Angriffe möchte ich jetzt hier auch diese Arc-Template mal ins Spiel bringen. Diese wird dann dazu verwendet, um auch zu sehen, wo man angreifen kann. Hier ist es ganz klar, also die wird an die Einheit vorne angelegt und dann sieht man schon, okay, wir befinden uns hier klarerweise in der Front. Das gleiche natürlich auch, wenn wir es umgekehrt uns ansehen, von seitens der Ogre aus, würden die Ogre angreifen, befinden sich diese auch in der Front, denn das ist zum Beispiel ganz wichtig bei Kings of War, je nachdem in welchem Bereich man sich befindet, kann man sich oder hat man eben die Möglichkeit, den Gegner in der Front, in der Seite oder im Rücken anzugreifen, was dementsprechende Bonis mit sich bringt. Und als Beispiel dann zum Abschluss noch das gleiche hier mit den Goblins. Wenn wir uns das hier anschauen und diese Linie hier verlängern, sehen wir auch hier, wir befinden uns hier im Frontbereich. Also würden die Goblins auch hier, wenn sie angreifen sollten, ebenfalls in der Front angreifen und eben nicht in der Seite. Nur mal so als grober Überblick, wie das Ganze dann mit dem Chargen funktioniert, beziehungsweise wie das Ganze mit den Seiten bestimmt wird, wie man, beziehungsweise auf welcher Seite man attackiert. Dann kommen wir hier zu den Backhuntern mit ihren Javelins. Die haben zwei Möglichkeiten. Sie können entweder versuchen auch natürlich anzugreifen, weil sie auch einen Nahkampfwert haben, oder eben ihre Javelins einsetzen. Bevor wir sie nun bewegen, können wir hier ausmessen. Wir wissen von vorhin, die Javelins, beziehungsweise wenn wir im Profil schauen, haben eine Reichweite von 12 Zoll. Das heißt, wir würden hier die Goblins in Reichweite haben, könnten diese beschießen, auch ohne Abzug, wenn wir stehen bleiben, beziehungsweise die Backhunter haben ebenfalls die Sonderregel Steady Aim, könnten sich also bewegen und schießen, und mit einer Bewegung von 5 können wir jetzt auch uns überlegen, okay, wir könnten uns bis zu 10 Zoll weit nach vorne gerade bewegen, marschieren oder eben auch bis zu 10 Zoll angreifen.
sehen aber hier mit 10 Zoll sind wir aus der Reichweite für den Angriff heraus. Nun ist es aber so, dass sehr viele Einheiten bei der Northern Alliance die Sonderregel Wild Charge haben, mit einer Zahl angegeben dahinter. In diesem Fall bei den Backhuntern ist das Wild Charge 1. Was bedeutet, wenn die Backhunter einen Angriff durchführen, bekommen sie auf ihre Angriffsbewegung von maximal 10 Zoll noch einen Zoll extra dazu, sind also ein bisschen schneller, wenn sie angreifen möchten. Das können wir uns jetzt da ansehen, können die 11 Zoll anlegen, näherster Punkt zu näherster Punkt, und sehen tatsächlich, wir sind hier in Reichweite, wir berühren das Base der Goblins und können uns jetzt überlegen, wollen wir angreifen oder schießen. Wir hätten die Reichweite für beides. Ich hätte aber gesagt, wir greifen tatsächlich an, weil wir auf diese Art und Weise den Zweifach-Charge dann in der Runde im Zug der Ogre dadurch verhindern können, damit uns diese nicht hier auf beiden Seiten, auf dieser Seite hier, mit sowohl den Ogern als auch den Goblins hier in der Front angreifen, und um diesen Doppelcharge quasi zu verhindern, mit der Überlegung, dass unsere Trolle dann eben länger durchhalten, wie wir es vorhin gesagt haben, führen wir hier diesen Angriff durch. Dazu wird hier vom nächsten Punkt eben aus gemessen, nochmal von den Backhuntern 11 Zoll, also 10 Zoll normale Angriffsbewegung, Maximum plus 1 Zoll für Wild Charge dazu macht 11, und das geht sich aus. Und damit wird jetzt eine Angriffsbewegung durchgeführt. In dieser können Sie sich einmal in Richtung des Ziels ausrichten und bewegen sich dann gerade nach vorne auf die Front zu und müssen sich so positionieren, dass Sie möglichst mit viel Frontseite wie möglich im Base-Kontakt stehen. Die Bases sind bei beiden Einheiten gleich groß, weil es beides Infanterieeinheiten sind. Also steht die Einheit nach dem Charge so, wie sie jetzt ist, direkt in der Front der Goblins. Das bringt uns jetzt hier zu den Ice Naiads, die hier noch immer im Wald stehen. Die sind jetzt aber schon recht abgeschlagen. Ich gebe hier noch den Würfel für den Schaden dazu bei den Backhuntern, das habe ich gerade vergessen. Und damit, wie gesagt, sind diese Ice Naiads hier ziemlich abgeschlagen. Da man hier nicht durch einen Wald marschieren kann, also doppelt bewegen kann, wird sich die Einheit einfach nur 5 Zoll nach vorne bewegen. Ist leider mit der hinteren Spitze des Base noch immer im Wald, kann sich also hier nicht weiter bewegen, muss aber irgendwie schauen, dass sie hier weiter nach vorne kommt. Damit haben sich jetzt alle unsere Northern Alliance Einheiten bewegt. Die Bewegungsphase ist also wieder zu Ende. Wir kommen wieder in die Schussphase. Und hier jetzt wieder das gleiche Spiel. Wir schauen uns an, welche Einheiten können schießen. Auf der Seite der Northern Alliance haben wir nur die Backhunters, die wir hier gerade im Nahkampf sehen. Im Nahkampf kann man nicht schießen, also gibt es diese Runde auch nichts von den Northern Alliance, was schießen kann. Diese Phase zu Ende und wir gehen weiter in die Nahkampfphase. Diese funktioniert jetzt gleich, wie wir das vorhin bei den Goblins beim Schießen hatten, nur eben mit dem Unterschied, dass wir statt des Range-Werts den Melee-Wert nehmen. Wir werfen also wieder einen Blick in das Profil, diesmal das Profil der Backhunters, schauen uns den Attackenwert an. Der Attacks-Wert ist 12, also werden 12 Würfel geworfen für diesen Angriff und nehmen jetzt eben nicht den Range-Wert her, sondern den Melee-Wert. Dieser ist bei den Backhuntern 4+, würde keinen Unterschied machen, weil bei dieser Einheit beide Profilwerte 4+ sind, aber eben für Nahkampf benötigt man den Melee-Wert. Wir bekommen bei den Goblins keine Art von Abzüge in irgendeiner Form, weil diese keine Sonderregeln haben. Auch sonst war unser Angriff ein ganz normaler Standardangriff in die Front, also unsere 12 Attacken, die auf die 4+ treffen. Jede 4 oder höher, die wir hier jetzt erreichen, verursacht jetzt einen Treffer. Das macht
insgesamt 4 erfolgreiche Treffer auf die Goblins. Und wir sehen uns nun wieder das Profil der Goblins an, beziehungsweise würden die Information von unserem Gegner bekommen. Welchen Defense-Wert haben diese? Die Goblins haben Defense 4+, was eben aussagt, sie würden jetzt Schaden bei jeder 4 oder plus bekommen auf diesen 4 Würfeln. Jetzt kommt aber noch eine Sonderregel dazu bei der Northern Alliance, denn die Pack Hunter haben die Sonderregel Thunderous Charge 1, was um den jeweiligen Wert, in diesem Fall 1, ihren Damage-Wert, also den Schadenswurf, verbessert. Damit würden sie eben bereits auf die 3+ statt auf die 4+ nun verwunden. Also werfen wir die 4 Würfel, die 1 verwundet nicht, die anderen 3 sind jeweils 3 oder höher, also haben die Goblins hier 3 Schaden erlitten. Diese 3 Punkte Schaden werden wieder markiert bei der Einheit, in diesem Fall wieder mit meinen Würfeln, wie ich es eben mache. Und hier jetzt ganz wichtig, der Nerf-Test wird hier sofort durchgeführt, sobald alle Einheiten, die diese Zieleinheit angegriffen haben, ihre Attacken durchgeführt haben, wird der Nerf-Test durchgeführt, gleich wie beim Beschuss, nur eben vorhin beim Beschuss hatten wir diesen Nerf-Test ganz am Ende, nachdem alle Einheiten geschossen haben. Und hier beim Nahkampf hat man diesen Nerf-Test bei jedem Nahkampf, sobald alle Einheiten des Nahkampfes attackiert haben. Auch hier ganz wichtig, die Goblins attackieren hier nicht zurück, denn wie wir vorhin gesagt haben, es ist immer nur die Seite am Würfeln, die gerade aktiv ist. Das könnte jetzt auch ein bisschen ein Kritikpunkt sein, den manche Spieler oder manche Leute sehen, wieso sie Kings of War nicht ganz so toll finden, weil hier die Goblins jetzt eben abwarten müssen und schauen müssen, was das Ergebnis des Nerf-Tests bzw. des Nahkampfes dann am Ende eben ergibt und eben erst in ihrem nächsten eigenen Zug die Möglichkeit haben, selbst zurückzuschlagen. Also nochmal zusammengefasst hier, attackiert wird nur von dieser Seite, die gerade den aktiven Zug hat. Das sind in diesem Fall die Northern Alliance. Wie gesagt, fehlt uns jetzt noch der Nerf-Test. Das funktioniert wieder gleich. 2W6, eine 7 plus die 3 Schaden, die sie bekommen hat. Die Einheit ist eine 10. Die Goblins haben einen Nerf von 12, 14, ist also zu wenig. Die Einheit bleibt ganz normal aktiv im Spiel. Das war der einzige Nahkampf in dieser Runde, in diesem Zug. Damit ist die Nahkampfphase auch schon wieder vorbei, der Northern Alliance, und auch ihr zweiter Zug. Und wir kommen dementsprechend wieder zu den Ogern und deren Zug 2. Mittlerweile schaut es schon ein bisschen interessanter aus. Wir haben hier einen Nahkampf, der noch im Gange ist und noch nicht beendet ist. Alle anderen Einheiten sind schon ein bisschen nach vorne gekommen. Da noch keine Einheit zerstört wurde, sieht man hier schon, die Goblins bzw. die Oger sind noch ein bisschen in Überzahl, was die Einheitenstärke betrifft. Dafür haben aber eben die Northern Alliance die Einheiten, die ein bisschen mehr Sonderregeln mitbringen. Also kommen wir zu Runde 2 bzw. Zug 2 der Oger. Jetzt sieht es hier schon ein bisschen im ersten Moment düsterer aus für die Oger, wenn man sich das ein bisschen so anschaut, ist aber nur im ersten Moment der Fall, dass sich hier schon ein paar Möglichkeiten auftun, mit denen wir arbeiten können. Hier zum Beispiel haben wir eine ganz interessante Konstellation, wo wir verschiedene Möglichkeiten hätten. Unsere Oger-Krieger hier hinten haben leider nicht die Möglichkeit, sich großartig zu bewegen bzw. vernünftig weiterzukommen. Daher werden wir mit denen mal einen Schwenk von maximal 90 Grad durchführen und uns dann mit ihnen nach vorne bewegen. Um hier einfach einmal ein bisschen wegzukommen, weil sie hier jetzt eigentlich nicht viel ausrichten können, vielleicht aber bei den Trollen später helfen können.
Eine Sache, die wir hier jetzt aber sehen, die eine sehr interessante Möglichkeit bietet, was wir hier jetzt machen, ist einen Doppelcharge zu machen. Und zwar die Goblins hier, die bereits im Nahkampf sind, die Nahkampfeinheit, die sagt einen Countercharge an. Diesen sagt man immer dann an, wenn man bereits mit einer gegnerischen Einheit im Nahkampf gebunden ist, um einfach anzusagen, okay, ich schlage hier jetzt zurück. Daher die Goblin Rebels machen einen Countercharge auf die Backhanders und nun haben wir hier noch unsere Einheit Bogenschützen. Diese hätten 24 Zoll Reichweite, könnten da natürlich locker auf die Eisnerjagd feuern. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was man machen möchte. Wir können uns jetzt mit dieser Einheit stehen bleiben und wieder und in diesem Fall jetzt auf die Eisnerjagd schießen. Wir können aber auch nach vorne gehen, um auf die Eisnerjagd ebenfalls zu schießen. Mit 5 Zoll würde man bis hier hinkommen und würde dann eben auch einen Charge riskieren. Aber ich denke, wir werden hier etwas aggressiver vorgehen, auch wenn das vielleicht ein bisschen nachteilig sein könnte im späteren Verlauf, wenn wir Pech haben. Aber wir wollen hier natürlich ein bisschen Aktivität haben und etwas Action im ganzen Spiel. Daher, was die Goblins nun machen werden, sie schauen sich das Ganze hier an. Leaderpoint eben von hier in der Mitte sehen Sie nicht nur die Backhunters, sehen Sie nicht nur die Eisenherz, sondern auch die Backhunters hier. Und wenn wir hier anlegen, diese Arc-Schablone, dann sehen wir hier, dass wenn wir diese hier runter verlängern, dass der Leaderpoint hier auf dieser Seite ist, also in der Seite der Backhunter, und damit können die Goblins hier die Seite attackieren. Und das machen wir auch. Also wir sagen hier zusätzlich zum Countercharge der Rebels einen Charge in die Seite mit den Bogenschützen an. Die werden dann hier so reinbewegt und müssen wieder so viel wie möglich hier von ihrer Front in Kontakt bekommen mit der Zieleinheit. Nachteil ist natürlich jetzt, falls dieser Nahkampf jetzt nicht gut für die Ogre ausgeht und die Goblins hier ein bisschen Pech haben, dann stehen hier natürlich die Eisnerjagds, die dann wahrscheinlich hier in die Seite der Bogenschützen attackieren werden im Nahkampf. Aber das werden wir dann sehen, wenn die Runde vorbei ist und was das Ergebnis des Nahkampfes hier dann ergeben hat. Nun stellt sich hier noch die Frage, was wir mit der letzten Einheit, dem 2. Regiment Ogern machen möchten. Wir haben hier jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, diese Einheit, die wir hier hinten neu positioniert haben, die steht aktuell hinter diesem Wald. Wir können hier zum Anzeigen auch die Wälder wieder hinstellen, damit man es auch nicht übersieht, dass hier ein Wald ist. Das heißt, weder die Ogre noch die Trolle haben hier eine Möglichkeit anzugreifen, aber die zweite, noch nicht aktivierte Ogre-Einheit, die wir hier noch sehen, die könnte hier jetzt die Trolle angreifen, wenn wir das möchten. Wenn wir hier wieder die Arc-Schablone ansetzen, stellen wir fest, okay, wir befinden uns hier, wenn wir uns das von dieser Seite hier anschauen, wenn wir hier diese Linie hier runter verlängern, ganz klar in der Front der Trolle, müssten diese also in der Front attackieren. Wenn wir uns aber eben das Profil anschauen der gegnerischen Trolle, stellen wir fest, die haben sowohl eine Defense von 5 als auch Regeneration 5 plus. Also vielleicht möglicherweise doch nicht so die ganz gute Idee. Also schauen wir uns das Ganze an und überlegen, die Trolle haben ebenfalls Wild Charge 1, bekommen also plus 1 Zoll auf ihre Angriffsbewegung und haben eine Bewegung von 6 Zoll im Profil, heißt insgesamt eine maximale Charge Range, Angriffsreichweite von 13 Zoll. Wenn wir uns das einmal anschauen und durchmessen, dann ist das hier recht weit hinten. Das sieht man hier jetzt gar nicht mal mehr auf der Kamera. Wenn wir uns das hier anschauen, 13 Zoll hier jetzt nochmal, das wäre ungefähr bis hier. Soweit könnten die Trolle hier jetzt
chargen in der nächsten Runde, wenn die Novel Alliance wieder dran ist. Und wir haben hier selbst die Möglichkeit, uns bis zu 3 Zoll nach hinten zu bewegen. Das würde uns mit unserer Front bis hierhin bringen. Das heißt, selbst wenn wir uns jetzt mit den Ogern nach hinten bewegen würden, würden wir nicht aus dem Angriff rauskommen. Den können wir also eigentlich nicht mehr abwenden. Auch eine Seitwärtsbewegung von 3 Zoll würde uns noch immer im Sichtbereich belassen. Also gehen wir den anderen Weg und greifen unsererseits mit den Ogern aktiv an und sagen hier ebenfalls einen Angriff an. 6 Zoll Bewegung heißt, wir haben eine maximale Bewegung von 12 Zoll für unseren Angriff. Geht sich reichweitentechnisch locker aus. Die Einheit würde sich eindrehen, bewegt sich dann in einer geraden Linie nach vorne, um Kontakt herzustellen mit der Zieleinheit, klappt dann ein und stellt so viel Kontakt wie möglich her. Ob es jetzt hier die Mitte ist, aber es wird auch so reichen. Sei jetzt mal dahingestellt wahrscheinlich. Und so steht die Einheit dann schlussendlich im Nahkampf. Und dieser etwas detailliertere Ablauf gerade wäre an und für sich, wie die Angriffsbewegung dann vonstatten gehen würde, ist aber nicht immer notwendig, das so im Detail zu machen, weil man es auch häufig schon sieht, wie es funktioniert, wie man sich bewegen kann für den Angriff oder eben nicht. Das bringt jetzt eben auch die Ogre hier in den Nahkampf. Also ist schon ein bisschen wieder mehr Action los in dieser Runde. Aber was wir hier jetzt noch gesehen haben, diese Bewegung, die wir hier durchgeführt haben mit den Ogern, von hier hinten nach vorne, hat ihre Base hier über die Base des Waldes gebracht. Damit bekommt sie einen Abzug von -1 auf ihren Trefferwurf im Nahkampf, weil das ein sogenannter Hindered Charge ist. Damit würden wir jetzt auch wieder in die Beschussphase kommen, die natürlich wieder nicht stattfindet, weil eben unsere Bogenschützen hier, wie wir sehen, im Nahkampf stehen, also nicht schießen können. Und daher geht es direkt weiter mit der Nahkampfphase. Wir starten auch gleich hier mit dem Nahkampf der Goblins, da wir hier jetzt eben die Situation haben, die ich vorhin beschrieben habe. 2 Einheiten befinden sich im Nahkampf, also schlagen beide Einheiten zu. Und wir starten gleich mal mit der Countercharge-Einheit, also den Goblins mit Nahkampfwaffen in der Front. Wir haben hier einen Attackenwert von 12 im Profil, also 12 Würfel, und einen Melee-Wert von 5 plus sind Goblins. Die sind natürlich nicht so stark, treffen dementsprechend nur auf die 5. Alles, was hier 5 oder höher ist, verursacht einen erfolgreichen Treffer. Das waren jetzt 3 Treffer, das war eine 5. Wir haben also 3 Treffer verursacht mit den Goblins in der Front und müssen jetzt noch Schaden verursachen. Dazu nehmen wir wieder das Profil der Backhunters. Die haben eine Defense von 3 plus. Die Goblins haben keinerlei Sonderregeln, also wir verwunden auf die 3 plus. Das ist jetzt natürlich schlecht, das ist nur eine einzige Wunde. Die Backhunters gehen damit auf 2 Wunden. Hätte besser laufen können, aber wir haben ja Gott sei Dank noch die Bogenschützen in der Seite. Diese Bogenschützen haben einen Attackenwert im Profil von 10, also erstmal 10 Würfeln. Hier kommt jetzt aber dazu die Situation, dass wir mit dieser Einheit in die Seite attackiert haben und ein Angriff in die Seite einer Einheit verdoppelt die Anzahl der Attacken. Also wird aus den 10 Attacken insgesamt 20 Attacken, mit denen diese Einheit zuschlägt. Ist schon mal soweit nicht schlecht. Nachteil, der hier natürlich dazu kommt, für uns zumindest bei den Goblins, da mit den Bögen, das ist eine Beschusseinheit. Die normalen Nahkampf-Goblins vorhin haben auf die 5 plus getroffen.
Diese Goblins haben leider nur eine Melee von 6 plus, treffen also nur auf die 6. Wir haben hier eine Reihe von 6er dabei, leider auch nur 3 Treffer, also auch nicht so berauschend. Da war unsere Überlegung vielleicht doch ein bisschen falsch, hier mit beiden Einheiten anzugreifen. Aber wir müssen jetzt erstmal verwunden. Wie gesagt, falls es aufgefallen ist, wir haben noch gar keinen Nerf-Test durchgeführt, denn der kommt erst, wenn die letzte Einheit hier attackiert hat. Zuerst müssen wir mal verwunden auf die 3. Auch hier wieder sehr schlecht gewürfelt, nur eine einzige Wunde verursacht. Also haben die Backhander nun insgesamt 3 Wunden erlitten. Was es jetzt natürlich extrem schwer macht, diese Einheit ernsthaft zu verwunden mit nur 3 Schaden, denn wir müssen jetzt den Nerf-Test machen. Das sind wieder 2 Würfel. Oh, tatsächlich eine 11, okay. Eine 11 plus die 3 Schaden macht insgesamt eine 14. Und die Backhunter haben einen Waiver-Wert von 13, 15. Also wir haben die 13 erreicht, aber die 15 nicht, also sind wir zwischen den beiden Werten drinnen. Das bedeutet, diese Einheit ist gewavert. Ich lege dafür diesen Token jetzt dazu, dass wir es wissen. Wavering, wie gesagt vorhin, bedeutet, die Einheit kann nun in ihrer nächsten Aktivierung weniger machen und ist damit nicht so effektiv im Spiel. Und das eben in der nächsten Aktivierungsrunde dieser Seite, also der Northern Alliance. Danach wird der Token wieder entfernt und die Einheit könnte wieder normal agieren. Von seitens der Northern Alliance ist dieses Ergebnis natürlich auch nicht wirklich gut, da die Einheit mit einem Wavering, wenn sie gewavert ist, eben nur die Möglichkeit hätte, stehen zu bleiben, ihre Ausrichtung zu verändern oder eben sich zurückzubewegen. Sie darf aber nicht attackieren, weder schießen noch im Nahkampf. Also würde die Einheit sozusagen einfach stehen bleiben. Das bringt uns hier jetzt noch zum zweiten Nahkampf zwischen den Ogre-Kriegern und den Trollen. Wieder gleiches Spiel, man sieht nach, die Trolle, beziehungsweise nicht die Trolle, die Ogre haben 9 Attacken im Profil und einen Melee-Wert von 3 plus, also jede 3 oder höher verursacht einen Treffer. Das macht insgesamt 5 Treffer. Die Trolle werden auf die 5 plus verwundet mit Defense 5 plus, aber auch hier haben wir Crushing Strength 1 bei den Ogern, also verwunden wir bereits auf die 4 plus. Macht insgesamt 4 Wunden, die wir hier bei den Trollen markieren. Da es hier jetzt keine weitere Einheit gibt, die attackiert, machen wir den Nerf-Test. 2w6, eine 6, plus die 4 macht eine 10. Und hier bei den Ogern, diese haben die Sonderregel Brutal, ohne Angabe einer Zahl, das bedeutet dann Brutal 1. Und dieser Wert wird jetzt beim Nerf-Test noch dazu addiert, das heißt ein Nerf-Test von 6 plus den Schaden von 4 ist 10, plus nochmal 1 für Brutal macht 11. Und dieses Endergebnis von 11 wird nun mit dem Nerf der Trolle verglichen von 12, 15. Leider haben wir hier um einen einzigen Punkt den niedrigeren Nerf verpasst. Bei 12 wären sie hier gewavert gewesen und die Trolle hätten nichts machen können in ihrer nächsten Aktivierung. In dem Fall hat es leider nicht ganz funktioniert und sie können ganz normal in ihrer dritten Runde aktivieren und
zurückschlagen, wenn sie das möchten. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende von der zweiten Runde, vom zweiten Zug der Ogre, und weiter geht's mit Runde 3 und Zug 3 der Northern Alliance. Hier mal ein kurzer Überblick wieder. Wir haben hier noch den Nahkampf dieser beiden größeren Einheiten, dann hier den großen Nahkampf, der leider nicht ganz so gut ausgegangen ist für die Goblins wie erhofft. Hier die Einheit, die irgendwo in der Pampa steht und nichts tut. Und die Einheit hat uns jetzt natürlich hier die Möglichkeit, einen Angriff in die Flanke durchzuführen. Dann starten wir hier gleich mit Runde 3 Northern Alliance. Damit kommen wir auch gleich zum Offensichtlichen. Die Ice Naiads können nicht schießen, die haben keine Schusswaffen, nur im Nahkampf attackieren. Also werden wir hier einen Charge ansagen in die Seite der Bogenschützen. Wir haben eine Bewegung von 5 Zoll bei den Ice Naiads, also eine maximale Angriffsreichweite, weil sich diese eben verdoppelt, von 10 Zoll, plus eben auch hier wieder Wild Charge von 1. Das heißt, die Ice Naiads hätten jetzt eine Gesamtangriffsreichweite von 11 Zoll, sollte eigentlich ausreichen. Es geht bis hier hin, also können wir hier locker angreifen. Aber bevor ich sie hier jetzt bewege, wir sehen hier, sie stehen noch im Base-Kontakt, beziehungsweise noch mit der Ecke im Gelände drinnen. Also können sie zwar attackieren, aber sind gehindert, also treffen um 1 schlechter und bewegen sich hier in den Nahkampf. Bei den Backhuntern stellt sich jetzt natürlich die Frage, was mit diesen machen. Ich hätte gesagt, wir sagen hier Back up, also bewegen uns hier aus dem Nahkampf raus, weil wir ohnehin nicht zuschlagen dürfen. Und die Goblins ohnehin eben nicht attackieren können in dieser Runde, und so müssen wir zumindest einen Angriff erzwingen von den Goblins. Wenn die nur stehen bleiben, passiert hier eben gar nichts. Man könnte wahrscheinlich auch stehen bleiben, aber wir haben es jetzt einfach mal gemacht, weil wir die Möglichkeit haben und ich euch einfach zeigen möchte, dass es vielleicht, wenn es die Situation erforderlich macht, auch diese Möglichkeit gibt, sich hier aus dem Nahkampf zu lösen, auch wenn man sonst nichts machen kann. Auch sonst wirklich viel Bewegung gibt es ja nicht, weil auch hier die letzte Einheit, unsere Trolle, stehen im Nahkampf bereits. Das heißt, sie könnten sich aus dem Nahkampf rausbewegen oder, was natürlich klüger ist, zurückzuschlagen. Also wir sagen als Bewegungsorder quasi an einen Countercharge. Damit wird die Einheit in der Bewegungsphase aktiviert und es kommt diese vorhin erwähnte Regeneration 5+ Regel zum Einsatz. Dafür schauen wir uns den aktuellen Schaden an, der ist bei der Einheit 4. Wir nehmen also 4 Würfel, würfeln diese, okay, 4 Sechser. Jede 5+ nimmt jetzt einen Schaden weg, das heißt, die Einheit ist wieder komplett funktionstüchtig, hat keinen Schaden mehr drauf. Attackieren hätte sie sowieso voll können, aber eben vor allem das Wichtige ist, der Schaden ist jetzt komplett wieder weg von der Einheit, weil sie alles regeneriert hat. Da schaut es natürlich aktuell auch recht schlecht jetzt aus für die Ogre, wenn man sich das Ganze so anschaut. Aber ihr seht es ich mache hier die Würfel direkt, also nichts irgendwie getrickst, ich habe das gerade gewürfelt. Ist leider so, können wir nichts ändern dran. Und eben, wir sagen hier den Countercharge, wie gesagt, eben damit an und schlagen hier zurück. Das beendet auch schon die Bewegungsphase. Beschussphase haben wir keine, weil die Backhunter die einzige Beschusseinheit ist bei uns, die sich ja zurückgezogen hat, beziehungsweise weil sie gewavert ist, gar nicht schießen dürfte. Also ist das auch schon wieder vorbei und wir können direkt weitergehen mit der Nahkampfrunde, beziehungsweise der Nahkampfphase. Wie auch die Ogre vorher haben auch hier die Trolle 9 Attacken im Profil, attackieren in die Front, also 9 Attacken. Diese treffen auf die 4+.
Den einen Würfel wiederhole ich, das wäre eine 5 gewesen, ist nur eine 2. Hier ist noch eine 2. Wie gesagt, wir treffen auf die 4 plus. Okay, das sind einige Treffer, die jetzt nicht durchgegangen sind. Ist doch auch mal etwas Positives für die Ogre dabei. Die Defense bei den Ogern ist ebenfalls 5 plus. Wir verwunden also hier auf die 5 plus, haben jedoch, weil die Einheit auch punktetechnisch wesentlich teurer ist, noch 2 Sonderregeln, die zum Einsatz kommen. Das ist einmal Crushing Strength von 2, also so wie vorhin auch, nur diesmal mit einem Modifikator um 2. Also werden die Ogre nicht auf die 5 plus verwundet, sondern bereits auf die 3 plus. Und zusätzlich haben die Trolle auch noch Vicious Melee. Vicious bedeutet mit Melee zusammen in Klammern, dass sie im Nahkampf jede 1 beim Verwunden wiederholen dürfen. Oder sogar müssen, so wie es in den Regeln steht. Also wir verwunden hier jetzt auf die 3 plus. Okay. Die 2 Zweier gehen daneben, dürfen auch nicht wiederholt werden, weil wir mit Vicious nur einzeln wiederholen dürfen. Und verursachen damit eine Verwundung bei den Ogern. Hätte ich mir eigentlich mehr erwartet gehabt. Das lässt uns jetzt nur noch den Nerf-Test offen. Eine 5. Natürlich den Schaden müssen wir noch markieren. Die Ogre haben hier einen Schaden erlitten. Die 6 plus 1 macht 7, also mit Nerf 1214 passiert hier gar nichts und die Ogre können ganz normal aktiviert werden. Also kommen wir zum Nahkampf hier zwischen den Ice Naiads und den Goblin Bogenschützen. Die Ice Naiads haben 12 Attacken im Profil, die auf die 4 plus treffen, haben sonst keinen Modifikator, jedoch werden die Attacken wieder im Flankenangriff verdoppelt. Ich werde dafür die Würfel einfach zweimal werfen. Mal den ersten Schwung treffen auf die 4. Das hat getroffen aus dem ersten Schwung. Die Spitter haben einen Defense-Wert von 3 plus. Bei den Naiads gibt es keine Sonderregeln, dass die irgendwas besser verwunden im Nahkampf oder sonst irgendwie. Daher treffen wir bzw. verwunden wir hier auf die 3 plus. Die dürfen auch nichts wiederholen. Sind erstmal die ersten 3 Wunden bei den Goblins. Und das Ganze nochmal. Die nächsten 12 Attacken auf die 4 und auf die 3. 2, 4, nochmal 5. Macht insgesamt 8 Schaden. Jetzt wird schon etwas haariger bei einem Nerf von 12, 14. 8 und 8 ist 16. Das ist nun höher als der Nerf von 12, 14 bei dieser Einheit. Also werden die Goblins hier vernichtet. Die Einheit wird vom Spiel genommen, dementsprechend. Und die Ice Naiads hätten nun die Möglichkeit, wenn sie das möchten, sich neu auszurichten. Hier kann man sie frei drehen auf der Stelle und so ausrichten, wie man es haben möchte. Ich werde sie einfach hier so ein bisschen herdrehen, einfach zur Sicherheit. Ansonsten unsere Backhunters können eben oder konnten nichts machen, können noch immer nichts machen, weil sie eben gewavert sind. Also kommen wir in die Endphase von Zug 3 der Northern Alliance und hier geht dieser Wavering Token nun wieder weg von der Einheit und bei der nächsten Aktivierung wäre sie wieder voll einsatzfähig.
Mit einer zerstörten Einheit ist natürlich jetzt die Überzahl bei den Ogern dahin, aber schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Die Goblin Rebels werden hier einen Charge ansagen auf die Pack Hunters. Auch die Oger werden hier einen Counter Charge machen auf die Trolle. Jetzt stellt sich aber die Frage, was wir hier mit der zweiten Einheit Oger anstellen wollen. Wir können diese maximal um 90 Grad drehen, dann können wir uns aber nicht mehr großartig irgendwo hinbewegen. Wir können uns nach hinten bewegen, das macht uns auch nicht so viel Sinn jetzt für uns in dieser Situation. Ich hätte einfach gesagt, die Einheit wird hier nach vorne marschieren. Sie hat sich jetzt nach vorne bewegt, ihre normale Bewegung, und dann um 90 Grad gedreht, weil ich beim Bewegen gemerkt habe, dass die Einheit bei einer geraden Bewegung durchs Gelände gehen muss, also durch den Wald, und daher keine Möglichkeit bestand, sich at the double zu bewegen, also zu marschieren, denn sonst hätte ich mich weiter nach vorne bewegt, um hier dann möglicherweise in den nächsten beiden Runden irgendwie dann herumzukommen bei den Trollen. Bei einem so kleinen Spiel war es das natürlich jetzt schon wieder mit unseren Bewegungen. Wir kommen in die Schussphase, wo es natürlich nichts mehr gibt, weil die Bogenschützen sind bereits zerstört. Also geht es direkt weiter mit dem Nahkampf. Die Goblins haben ihre 12 Attacken im Profil. Dabei bleibt es auch, weil sie in die Front attackieren. Treffen auf die 5 plus. 1, 2, 3. Alles andere war hier leider wieder nichts. Und verwunden auf die 3. 3 Wunden. Damit sind die Backhanders auf 6 Wunden. Und wir machen einen Nerf-Test. 6 Wunden plus 6er Nerf macht 12. Nerf 13, 15. Die Pack-Hunter sind leider noch nicht so schwer angeschlagen und sind ganz normal weiterhin im Spiel. Weder genervt noch zerstört. Das endet auch schon wieder diesen Nahkampf und wir kommen zu den Ogern gegen die Trolle. Sind unsere 9 Attacken auf die 3 plus. Sieht besser aus als zuerst gedacht. Macht 5 Treffer. Defense 5 plus. Crushing Strength von 1, also auf die 4 verwunden wir. Macht nur einen einzigen Schaden. Da wird leider nicht viel passieren. Mit dem Nerf-Test, den müssen wir zwar machen, aber mal schauen. Ja, ist eine 4 plus 1 für den Schaden ist 5. 6 für Brutal, das ist viel zu wenig, um hier irgendetwas mit dem Nerf-Test auszurichten. Die Trolle können ganz normal in ihrer Runde dann wieder attackieren und damit endet auch schon Runde Nummer 3. Wir sind hier in Runde Nummer 4 bei der Northern Alliance. Schon langsam wird es aber jetzt da etwas knapp, wenn man sich das Ganze so anschaut und mit den Möglichkeiten, die man jetzt aktuell haben, sodass es wirklich schon langsam etwas haarig wird für die Oger. Aber schauen wir uns mal an, was wir machen können. Ganz klar, weil hier herunter als erstes unsere Trolle, die werden einen Countercharge ansagen, machen wieder ihren Regenerationswurf bei dem einen Schaden. 5 plus haben sie geschafft, ist der Schaden wieder weg, leider aus Sicht der Oger. Wirklich blöd wird es hier jetzt aber erst bei dieser Situation, zwar weniger für die Northern Alliance, aber für die andere Seite, denn normalerweise
müssten sich hier die Ogre bzw. das Goblin-Regiment hätte sich hier alignen müssen für den Nahkampf vorhin, was sie ja gemacht haben, aber eben nur so weit wie es möglich war, weil hier dieses Geländestück steht, das unpassierbar ist. Jetzt konnten sie sich nur bis hierhin bewegen und lassen hiermit jetzt da einen gewissen Bereich hier in der Front frei. Wenn wir uns jetzt die Situation hier ansehen mit der Template oder auch einfach nur mit dem freien Auge, man kann es ja hier schon erkennen, die Ice Naiads, die stehen hier in der Front der Goblins, können also, wenn sie einen Angriff ansagen möchten, auch nur in die Front attackieren. Würden die Goblins hier jetzt weiter drüben stehen und eben diesen Frontbereich hier nicht frei haben, oder die Backhunters würden hier so stehen, dass sie direkt zu 100% übereinstimmen, dann wäre diese Ice Naiad Einheit hier hinten blockiert und könnte sich eigentlich nur bewegen, weil sie keine Möglichkeit hätten, hier anzugreifen, weil sie nicht in die Seite angreifen dürfen, weil sie eben im falschen Arc stehen. Dadurch, dass aber die Situation ungefähr so ist, beziehungsweise eben, dass die Base hier die Frontseite ein bisschen rausschaut bei den Goblins, kann hier eine Sichtlinie gezogen werden und dementsprechend darf die Einheit hier einen Charge ansagen. Zusammen mit den Backhuntern, die natürlich jetzt nicht mehr gewavert sind, können diese natürlich auch einen Countercharge ansagen. Und jetzt haben wir zwei Einheiten, die gegen eine vergleichsweise schwache Goblin-Einheit kämpfen, die bereits 3 Punkte Schaden erlitten hat. Also schaut es hier noch einmal ein ganzes Stück schlechter aus für unsere Ogre, aber schauen wir mal, was hierbei dann rauskommt. Unsere Bewegungen sind abgeschlossen, überall Countercharges womöglich, beziehungsweise Charges, sonst haben wir nichts mehr zum Bewegen. Beschuss gibt es auch keinen, weil eben die Packhunters im Nahkampf bereits stehen und daher nicht schießen dürfen. Also kommen wir zum Nahkampf. Die Trolle haben wieder ihre neuen Attacken auf die 4+ zum Treffen. Sind hier ein paar Treffer. Das hier hat alles getroffen. Mit Crushing Strength 2 werden die Ogre wieder auf die 3+ verwundet. Sind statt eben auf die 5+. Der 2er geht weg, der hat nicht verwundet. Und der 1er darf aufgrund von Wishes wiederholt werden. Ist auch eine Wunde. Sind 2, 4, 5 Wunden. Macht insgesamt also 6 Wunden bei den Ogern. Und der Nerf-Test, eine 3 plus 6 ist 10, Nerf 12, 14, passiert nichts, die Ogre können dann ganz normal wieder aktiviert werden. In diese Richtung also mal ganz schön erfreulich. Man sieht auch hier, dass solche High-Defense-Einheiten wie die Ogre, selbst wenn sie sonst keine Sonderregeln haben, durchaus auch gegen Einheiten wie die Trolle als Elite-Einheit mit eben Crushing 2 und auch noch Vicious Melee durchaus auch im Nahkampf ein bisschen durchhalten können. Das finde ich persönlich auch sehr schön bei Kings of War, wie das Ganze eben gebalanced ist. Dann lasst uns mal einen Blick auf den doch etwas unausgeglichenen Nahkampf hier werfen und starten wir mit der neu angegriffenen Einheit, den Ice Naiads. Die haben 12 Attacken, greifen diesmal ja wieder in die Front an und nicht in die Seite. Also 12 Attacken, die auf die 4+ treffen. Da sind ein paar 1er, 2er hier dabei. 4+ sind, ups, da habe ich einen Würfel umgedreht, das war ein Treffer. Und verwunden, haben sonst keine Sonderregeln, verwunden dementsprechend ganz normal auf die 4+. Das geht daneben, dürfen auch nichts wiederholen. 2, 4 Wunden. Bringt die Goblins auf insgesamt 7 Wunden. Jetzt wird es dann schon langsam dann knapp.
Was dann den Nerf-Test in Folge betrifft, zuvor schlagen aber noch die Backhand dazu. Die Einheit hat ebenfalls 12 Attacken, die ebenfalls wieder auf die 4 treffen. Und hier sind ein paar Würfe, die daneben gehen. Ungefähr die Hälfte, 50% Treffer. Verwunden normalerweise die Goblins auf die 4+. Aufgrund Thunderous Charge ebenfalls eine Sonderregel, die den Verwundungswurf verbessert. Verwunden sie bereits auf die 3+. Sind noch einmal 4 Wunden bei den Goblins. Das bringt sie auf insgesamt 11 Wunden. Das macht dann hier die 10 und nochmal 1 dazu, sind 11 Wunden. Jetzt will ich hier noch dazu sagen, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen stärker, weil diese Einheit hier schießen kann und auch noch +1 beim Verwunden bekommen hat. Aber was wir hier noch nicht gesehen haben, diese Ice Knights sind eine Defensiveinheit, die haben sowohl Ensnare, das bedeutet, wenn sie in der Front angegriffen werden, trifft der Gegner sie um 1 schlechter und haben gleich wie die Trolle ebenfalls Regeneration 5+. Nur das wollte ich dazu gesagt haben, weil man denken könnte, diese Standardeinheit, quasi Core-Einheit, trifft und verwundet besser, beziehungsweise eben verwundet besser als die Elite-Einheit. Aber hier sieht man, glaube ich, dann, wieso da ein bisschen oder beziehungsweise was hier der Unterschied ist. Nerf-Test, ja, okay. 10 und 11 ist 21 bei Nerf von 12, 14, also auch die 14 ist hier bei weitem überschritten worden. Damit ist die Einheit Goblins zerstört. Die beiden Einheiten hier können sich jetzt natürlich entscheiden, was sie machen möchten. Die Einheit wird sich hier neu formieren, weil wir hier schon sehen, oder ihr seht es aktuell noch nicht, aber ich zeige es euch hier mal. Wir haben hier eine Möglichkeit hier dann anzugreifen bei den Ogern und bei den Ice Knights werden wir uns nach vorne bewegen. Dafür kann man sagen, werfen wir einen Würfel und die Augenzahl, in dem Fall 5 Zoll, müssen wir uns hier jetzt gerade nach vorne bewegen. Da kann man nicht schwenken oder sonst irgendetwas machen, sondern das ist eine gerade Bewegung nach vorne und bleibt hier an dieser Position stehen. Und das beendet auch schon wieder Zug 4 der Northern Alliance. Runde 4 bzw. Zug 4 für die Ogre, nur mehr die beiden Ogre-Einheiten im Spiel. Jetzt wird es natürlich schon extrem eng für die Ogre, aber schauen wir mal, was wir hier eventuell noch machen können. Die Ogre gegen die Trolle sagen natürlich wieder obligatorisch einen Countercharge an. Die Möglichkeit haben wir ganz einfach, das bietet sich an als wahrscheinlich beste Lösung. Und bei der zweiten Einheit, ihr habt es hier schon gesehen, ich habe sie bereits bewegt. Die haben sich nach vorne bewegt, 6 Zoll und dann um 90 Grad eingedreht, um hier einfach ein bisschen den Rücken abzusichern, falls hier die Northern Alliance attackieren sollte. Diese Runde wird jetzt natürlich dementsprechend kurz ausfallen, weil wir nichts mehr zum Schießen haben und nur diesen einen Nahkampf hier. Also die Ogre mit 9 Attacken treffen auf die 3+. Das schaut mal schon sehr viel besser aus. Nur ein einziger Würfel, der nicht getroffen hat. Alles andere 8 Treffer. Und die Schneetrolle mit Defense 5 werden mit Crushing Strength um 1 besser verwundet, also bereits auf die 4+. Das geht weg, das geht weg. Macht insgesamt 4 Wunden bei den Ogern und dann noch der Nerf-Test.
Der Nerf-Test ist eine 11 plus 4 Damage sind 15. Die Trolle haben einen Nerf von 12, 15, also die 15 geht sich genau aus, ist der höhere Wert genau erreicht, also sind die Trolle tatsächlich vernichtet. Und damit können sich jetzt die Krieger hier neu ausrichten und in Richtung der Northern Alliance sich vorbereiten. Das war jetzt eine schnelle Runde und wir kommen in Zug 5 bzw. in Runde 5 und Zug 5 Northern Alliance. Da schaut die Situation jetzt dann doch ein bisschen schon besser aus. Nicht wirklich ganz noch ausgeglichen, aber wir haben jetzt die Situation, dass wir mit den Eisenherz nichts machen können, weil die komplett in die falsche Richtung schauen. Wir können uns hier nur einmal bis 90 Grad drehen und dann nach vorne bewegen. Mehr Möglichkeiten haben wir nicht und die Packhunters hätten wir jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten mit den Packhuntern jetzt stehen bleiben, würden dann aber von beiden Ogre-Einheiten wahrscheinlich einen Gegenangriff kassieren, hätten aber die Möglichkeit natürlich diese eine Ogre-Einheit hier wegzubekommen, könnten wir uns natürlich überlegen. Oder die zweite Möglichkeit wäre eben diese Einheit anzugreifen, weil diese bereits 6 Punkte Schaden erlitten hat, um hier eben, weil wir auch wissen, wir haben ja auch Crushing 1 bzw. Thunderous Charge 1 und verwunden daher um 1 besser. Jetzt könnte man natürlich überlegen, was man hier machen möchte. Wir können jetzt überlegen und können jetzt mal die Schablone ansetzen. Wenn unsere Einheit hier angreifen würde, würde sie so stehen und würde damit einen Flankenangriff von dieser zweiten Ogre-Einheit riskieren, auch wenn diese durch den Wald dann attackieren würde und ihre Angriffsbewegung durchführen würde. Daher habe ich mich dazu entschlossen, mich mit der Einheit ein Stück nach hinten zu bewegen. Eben die halbe Bewegung nach hinten. 2,5 Zoll. Das bringt uns mit 12 Zoll noch in Reichweite, um schießen zu können. Und wir können aber auch den Angriff von beiden Einheiten nach wie vor nicht verhindern. Haben aber den Vorteil, wenn wir angegriffen werden, dass wir von beiden Einheiten nur einen Angriff in die Front bekommen würden und eben nicht in den Rücken. Beziehungsweise nicht in den Rücken, sondern einmal in die Front und einmal in die Seite. Damit ist die Bewegung abgeschlossen und diesmal gibt es auch wieder eine Schussphase. Attackenwert von 12, Reichweite 12 Zoll geht sich aus, haben wir schon gesehen. Steady Aim, wir bekommen keinen Abzug beim Schießen, wenn wir uns bewegen mit dieser Einheit. Also treffen wir mit unserem Range-Wert von 4 plus. Okay, da sind ein paar Einser dabei, Zweier. Zup. Diese 6 Treffer sind durchgegangen. Ogre haben eine Defense von 5. Hier kommt jetzt eine Beschussregel zum Tragen, eine Sonderregel, und zwar Piercing 1. Das ist das gleiche wie Crushing Strength, erhöht eben das Verwunden und macht es um 1 besser. In diesem Fall nur halt nicht beim Nahkampf, sondern beim Schießen. Also werden die Krieger nicht auf die 5 plus, sondern bereits auf die 4 plus verwundet. Zweimal nicht verwundet und 2 Sechser gehen durch. Macht hier 2 Schaden, also insgesamt 8 Schaden bei der Einheit. Beschuss gibt es sonst keinen mehr, also Nerf-Test. Und das reicht bei weitem aus. Das sind Nerf-Test von 9 plus die 8 Schaden. Macht 17 bei 12, 14er Nerf. Also haben wir es geschafft, die Einheit hier wegzuschießen. Das endet Zug 5 und wir kommen zum Zug 5 für die Ogre. Das wird jetzt wahrscheinlich schnell gehen. Die werden hier direkt einen Charge ansagen, weil mehr können sie eh nicht machen.
denn sie stehen im Gelände, können eben dann hier durchs Gelände schauen, haben eine 12er Angriffsbewegung, das geht sich locker aus, bewegen sich hier in den Nahkampf rein und führen ihre 9 Attacken durch. Also hier 9 Attacken der Ogre, diese treffen auf die 3 plus. Sind ein paar Treffer, sind 6 Treffer. Die Backhanders haben nur einen Defense-Wert von 3 plus durch Crushing Strength 1 werden sie tatsächlich schon auf die 2 verwundet. Das ist natürlich für uns hier ein Vorteil. Macht 5 Wunden, bringt uns somit hier auf 11 und wird die Einheit wahrscheinlich jetzt auch aus dem Spiel nehmen. Insgesamt hier 11 Wunden. Der Nerf-Test reicht definitiv aus. Mit einer 6 plus 11 wäre schon 17, mit Brutal 18, bei 13 15. Also ist diese Einheit weg. Das endet auch schon die 5. Runde und macht es aber nochmal ein bisschen spannender, weil eben hier jetzt beide Seiten nur mehr eine Einheit am Spielfeld haben, beide unverwundet, und daher hätte ich gesagt, schauen wir hier doch noch schnell, was hier dann rauskommt. Zug 6 Northern Alliance wird hier recht einfach sein, weil die können nicht viel machen, die werden sich hier nur auf der Stelle drehen und beendet auch schon deren Zug. Also kommen wir zu Zug 6 sofort von den Ogern. Und hier wird es jetzt interessant. Schauen wir uns mal den Arc an und wir sehen hier schon, wenn wir das weiter hier uns anschauen und das Ganze verlängern, dass das Ganze hier vorbeiläuft bei weitem bei den Ice Naiads, also die Ogre können auch nicht attackieren und werden sich auch erstmal wirklich nur auf den Angriff vorbereiten. Und das war schon Ende Runde 6. Jetzt könnte es noch die Möglichkeit für einen 7. Zug geben. Dafür wirft der Spieler, der als zweites in der Reihe war, einen Würfel nach Ende von Zug 6 und nach Runde 6. In dem Fall eine 1. Da endet das Spiel hier bei einer 4 oder höher hätten wir jetzt noch eine 7. Runde gehabt. Hier in diesem Fall ist unser Spiel nun zu Ende. Beide Armeen haben noch eine Einheit hier auf dem Spielfeld. Man könnte rein von den Punkten her sagen, die Northern Alliance hat vielleicht klar die Nase vorn gehabt, weil das Regiment hier vermutlich doch noch ein bisschen teurer ist. Beziehungsweise sind sie um 20 Punkte teurer. Die Eisnaiaden kosten 140 Punkte und diese Einheit 120 Punkte. Also dann doch irgendwie noch ein kleines Unentschieden geworden. Ich hoffe zumindest, auch wenn es jetzt ein bisschen natürlich chaotisch gewesen ist mit den ganzen auch Sonderregeln und mit dem, was alles so passiert ist, dass das Ganze für den einen oder anderen doch spannend war, vor allem aber hilfreich gewesen ist. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat, ob ihr hier vielleicht in diese Richtung etwas anderes sehen wollt, beziehungsweise noch mehr sehen wollt, mit mehr Erklärung, vielleicht nur einen einzigen Zug machen, dafür das Ganze genauer erklären, anstelle ein ganzes Spiel. Also alles das bitte gerne in die Kommentare schreiben und natürlich würde mich auch interessieren, ob ihr gern mehr davon sehen möchtet, denn dann würde ich hier anfangen, den einen oder anderen, vor allem mal auch Ambush Battle Report zu starten, zu machen und dann mal schauen, wo die Reise eben hingeht. Denn wir haben ja noch die Halblinge hier und vielleicht auch noch das eine oder andere, was ich vielleicht noch nicht gebaut habe. Also mal schauen, aber wie gesagt, schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Ich hoffe,
wie gesagt, dass es euch gefallen hat und werde euch hier definitiv auch noch das letzte Video zu Kings of War verlinken, falls euch das eventuell interessiert.